Also ja, ich verstehe es wirklich nicht, warum Sie es mir immer so einfach machen. Ich habe das übrigens von einem Zwischenruf vorhin schon genau aufgegriffen bei Ihnen. Weil wenn Sie diese Logik anwenden würden, es gibt auch bei deutschen Bürgergeldempfängern selbstverständlich Kinder oder Menschen, die sich in einer Ausbildung befinden. Wir sprechen bei Deutschen, lassen Sie mich doch mal ausreden, ich habe Sie auch aussprechen lassen, bei 5,3% der deutschen Staatsbürger, die im Bürgergeldbezug sind. Und selbst wenn wir diese Logik aufgrund der demografischen Situation verdoppeln würden und sagen, da sind doppelt so viele drin, hätten wir immer noch 5 bis 7 Mal so viele Syrer im Bürgergeldbezug als deutsche Staatsbürger. Dass Sie diesen Unterschied selbst nicht erkennen, das ist mir wirklich ein Rätsel. Also wirklich, erzählen Sie niemandem, dass Sie mal Lehrer in diesem Land waren. Hey Leute, schön, dass ihr wieder dabei seid. Ihr habt sicher schon von der aktuellen Debatte über Migration gehört. Aber habt ihr euch je gefragt, warum die einen laut schreien und die anderen einfach still bleiben? Was steckt hinter den politischen Spannungen, wenn es um das Thema Rückkehr von Flüchtlingen geht? In diesem Video gehen wir tief in die Aussagen von Ulrich Siegmund von der AfD ein, der klarstellt, dass Deutschland nicht die Welt retten kann und warum er der Meinung ist, dass es an der Zeit ist, dass alle, die nur Schutz auf Zeit bekommen haben, wieder in ihre Heimat zurückkehren sollten. Und was hat es mit dem Sprichwort betroffene Hunde bellen auf sich? Finden wir zusammen heraus. Schaltet ein, es wird spannend und vergesst nicht, das Video zu liken, zu abonnieren und vor allem eure Gedanken in den Kommentaren zu teilen. Auf geht's! Der erste Punkt, und der uns, glaube ich, auch wirklich mittlerweile von allen anderen Parteien unterscheidet: Wir haben eins erkannt, meine sehr geehrten Damen und Herren. Wir können als Deutschland nicht die Welt retten. Das ist Realität und das ist der ganz große Unterschied, weil was haben Sie heute alle gemacht? Auch wieder die CDU. Sie schmeißen einfach alle Rechtsbegriffe in einen Topf und das unterscheidet uns. Wir haben ein Asylanspruchsrecht auf Zeit. Das läuft irgendwann ab, dann ist die Heimreise anzutreten, dann darf die Heimat wieder aufgebaut werden. Wir können einen Einwanderungsantrag stellen, man kann hierher kommen, man kann ein Visum beantragen etc. Es gibt Möglichkeiten in unserem Rechtsstaat und das ist der große Unterschied. Wir möchten einfach, dass wir unsere eigenen Rechte einhalten. Wer hierher kommt, von wo auch immer auf der Welt, mit dem Anspruch, hier Wertschöpfung zu betreiben etc., wie es in vielen, vielen Jahrzehnten üblich war, soll das an strenge Kriterien machen können, aber wie gesagt an sehr, sehr strenge Kriterien von seinem Heimatland aus. So wie es in der Vergangenheit immer war. Alles andere ist Schutz auf Zeit und wie gesagt, danach geht es nach Hause. Das ist der große Unterschied zwischen der AfD und zwischen allen anderen offenbar nach dieser Diskussion, so wie ich es zumindest interpretiere. Dann noch weitere Punkte, die mir sehr, sehr wichtig waren. Der erste Punkt. Ich finde, dass Ihre ganze Offenbarung heute, wie Sie mit dem Thema Migration umgehen, ein Armutszeugnis Ihrer selbst ist. Weil indem Sie immer sagen, dass wir die alle brauchen, wir brauchen jeden einzelnen Arzt, wir brauchen den Straßenbahnfahrer etc., ist es doch ein Armutszeugnis Ihrer eigenen Politik, dass wir aus der eigenen Kraft offenbar nicht hinbekommen, hier in diesem Land eine vernünftige Infrastruktur zu gewährleisten, dass Sie sich auf Zuwanderung ausruhen. Das ist doch der Offenbarungseid, den Sie immer mit diesem Argument verbinden. Und da sagen wir ganz klar: Blödsinn, wir können die Probleme Deutschlands nicht nur mit Zuwanderung lösen, ganz im Gegenteil, wir verschärfen damit diese Probleme, wie wir aus reinen Zahlen aus dem Bürgergeld sehen. Wir müssen die Probleme aus eigener Kraft lösen und übrigens ist dieser Anspruch in meinen Augen hochgradig menschenverachtend, Herr Lange. Wissen Sie nämlich warum? Weil die Menschen in ihrer Heimat fehlen. Und das kann ich Ihnen auch gerne mal mit reinen Zahlen, Daten und Fakten belegen. Herr Lange, Sie hören ja sowieso nicht zu, Sie sind ja gar nicht in der Lage, Argumente aufzunehmen. Wissen Sie, wie die Arztquote in Deutschland ist? Ja, da stöhnt er schon bei reinen Fakten. Der linke Herr Lange stöhnt bei reinen Fakten. Die Arztquote in Deutschland, Herr Lange, sind 4,5 Ärzte auf 1000 Einwohner. Und wissen Sie, wie sie in Syrien ist? 1,2 Ärzte auf 1000 Einwohner. Und dann erzählen Sie mir jetzt mal, wo die Ärzte dringender gebraucht werden, Herr Lange. Hier oder vielleicht zu Hause vor Ort, wo man ein Land wieder aufbauen könnte. Und das ist auch eine Realität, die nirgendwo ausgesprochen wird. Und da gibt es noch ein zweites Argument. Na, warten Sie mal ab, Herr Kosme, da gibt es ja noch ein zweites Argument. Reine Faktenlage. Wenn man das Argument in Betracht ziehen würde, man würde eine Rückführung vollziehen, mit Syrer, ohne Syrer, hätten wir mit Syrer in Gänze einen Arzt pro 198 Einwohner und ohne Syrer auch einen Arzt pro 198 Einwohner. Und das wäre die Faktenlage, die man damit klarstellen würde. Soll ich Ihnen mal was zu Ihrer Faktenlage sagen? Letzter Satz, übrigens sind die allermeisten guten Ärzte vor 2015 gekommen und das sagen die ja selbst. Und ansonsten freue ich mich jetzt auf die Ausführungen von Dr. Hans-Thomas Tilschneider, der übrigens selbst da gelebt hat, der viel, viel mehr darüber sagen kann, als Sie alle selbst, die hier aus dem Elfenbeinturm heraus entscheiden wollen, wie man die Welt rettet. Alles klar, Dankeschön. Also insofern interessant, Herr Siegmund, vor einer Dreiviertelstunde haben Sie noch gesagt, Sie interessieren sich nur noch für das Schicksal der Deutschen, nicht für das Schicksal der Syrer. Jetzt auf einmal
ist Ihnen die Arztquote in Syrien zu niedrig und deswegen wollen Sie die offensichtlich gut integrierten Ärzte jetzt nach Syrien abschieben, weil Ihnen da die Arztquote zu niedrig ist. Das erklären Sie mir jetzt nicht. Das ist, ich wollte nur mal sagen, also Sie haben ja vorhin Fakten. Ne? Also in Ihrer Begründung der aktuellen Debatte steht drin, 500.000 Syrer sind im Bürgergeldbezug. In Ihrer Rede waren es schon 550.000, soweit zu der Faktenlage. Ich frage Sie mal, wie viel aus diesen 500.000 oder 550.000, scheint ja bei Ihnen eine dynamische Zahl zu sein, sind denn bei Ihnen minderjährige Schülerinnen, Schüler und Leute, die sich in Ausbildung befinden, beziehungsweise Studenten? Wie viel davon? Haben Sie das ja vorhin selbst gesagt, 25%? Das ist völliger Quatsch. Haben Sie vorhin 25% sind Schülerinnen, sind Minderjährige und Menschen, die sich in Ausbildung befinden, die in Syrien hier sind. Das sind bei 1.250.000. Sie sprachen von 500.000 bzw. 550.000 Bürgergeldempfängern. Wenn Sie das subtrahieren würden, wären es die Hälfte. Jeder zweite Bürgergeldempfänger aus Syrien ist ein Kind oder ein in der Ausbildung befindlicher. Selbst diese Rechnung stimmt nicht, weil es natürlich Syrer gibt, die hier leben, deren Kinder in die Schule gehen und die natürlich Geld verdienen, deswegen da nicht drin sind. Bedeutet aber trotzdem, dass etwa 40% aller Bürgergeldempfänger Kinder und Menschen in Ausbildung sind mit syrischer Staatsbürgerschaft. Das haben Sie eigenartigerweise vergessen zu erzählen, Herr Siegmund. Danke. Also ja, ich verstehe es wirklich nicht, warum Sie es mir immer so einfach machen. Ich habe das übrigens von einem Zwischenruf vorhin schon genau aufgegriffen bei Ihnen. Weil wenn Sie diese Logik anwenden würden, es gibt auch bei deutschen Bürgergeldempfängern selbstverständlich Kinder oder Menschen, die sich in einer Ausbildung befinden. Wir sprechen bei Deutschen, lassen Sie mich doch mal ausreden, ich habe Sie auch aussprechen lassen, bei 5,3% der deutschen Staatsbürger, die im Bürgergeldbezug sind. Und selbst wenn wir diese Logik aufgrund der demografischen Situation verdoppeln würden und sagen, da sind doppelt so viele drin, hätten wir immer noch 5 bis 7 Mal so viele Syrer im Bürgergeldbezug als deutsche Staatsbürger. Dass Sie diesen Unterschied selbst nicht erkennen, das ist mir wirklich ein Rätsel. Also wirklich, erzählen Sie niemandem, dass Sie mal Lehrer in diesem Land waren. Das erklärt, denke ich mal, alles. Und noch ein zweites Argument mit der Arztquote in Syrien. Ich habe damit genau das Gleiche gemacht, was Dr. Tilschneider auch vorhin gemacht hat, nämlich Ihre wirre Logik einfach mal umgekehrt. Dass nach Ihrer Logik, dass wir die Welt retten müssen etc., dass wir bei Assad nicht abschieben können, aber jetzt, wo er weg ist, auch nicht abschieben können. Dass das alles Widersprüche sind, in die Sie sich hier verstricken. Und das Gleiche gilt auch für den humanistischen Anspruch, dass man sagt, wir brauchen die hier alle in Deutschland, obwohl wir hier schon die 4-fach höhere Quote haben und da unten sollen sie zusehen, wie sie klarkommen. Das ist Ihr Weltbild und das unterscheidet uns. Deswegen bitte, liebe gut integrierte Syrer, ab nach Hause, baut euer Land wieder auf. Das ist Schutz auf Zeit, das haben wir gerne gemacht, aber jetzt ist die Heimreise anzutreten und das ist der große Unterschied. Und für alles andere haben wir ganz klare Gesetze in diesem Land, Herr Gallert, und die gilt es einzuhalten. Herr Siegmund, Sie haben ja zuhören. Sie haben ja vielleicht die Bilder aus den Foltergefängnissen in Syrien gesehen. Da wurden Tausende, Hunderttausende politische Gegner ermordet. Also wirklich ein finsteres, widerliches Regime. Das würde ich so darstellen. Herr Tilschneider, Dr. Tilschneider hat sich vorhin hingestellt, hat das als Freiheit bezeichnet. Ich habe genau auf Sie geachtet. Wie würden Sie darauf reagieren? Ihr Stellvertreter sagt sowas zu so einem Regime. Da haben Sie geklatscht. Warum haben Sie da geklatscht? Ist das die Freiheit, die Sie meinen, wenn Sie von Freiheit und Demokratie sprechen? Vielen Dank, Herr Meister, auch nochmal für diese Vorlage. Erster Punkt. Ich habe vorhin geklatscht, weil ich es gut finde und beeindruckend finde, dass wir eine Fraktion sind von Menschen, die wissen, worüber sie sprechen, weil wir selbst die Erfahrung gesammelt haben. Herr Dr. Hans-Thomas Tilschneider hat 1 Jahr seines Lebens in Syrien verbracht und ich traue es ihm, lassen Sie mich mal bitte ausreden, ich traue es ihm deutlich mehr zu, als beispielsweise Ihnen, sich über diese Situation überhaupt äußern zu dürfen, weil er selbst dort die Erfahrung gesammelt hat. Das ist der erste Punkt. Und der zweite Punkt, kann ich darauf eingehen, ist nochmal ein ganz grundsätzlicher, Herr Meister. Ich gebe Ihnen insofern recht, dass es Elend auf dieser Welt gibt, was menschlich einfach Abgründe sind. Überall auf dieser Welt gibt es solche Situationen. Und ich persönlich als deutscher Staatsbürger, als Vater, finde das abscheulich, wie Menschen teilweise auf der Welt mit anderen Menschen umgehen. Ich finde es abscheulich. Aber ich habe erkannt, dass ich aus Deutschland, als deutscher Politiker heraus, der Welt nicht vorschreiben kann, wie sie zu agieren hat. Stellen Sie sich mal vor, irgendjemand würde bei uns anklopfen, lassen Sie sich mal ausreden, irgendjemand würde bei uns anklopfen und sagen, was habt ihr da für ein wirres System in Deutschland? Ihr lasst es zu, dass ihr Leute wie Frau Baerbock habt oder Herrn Lindner oder Herr Scholz, die dieses Land regieren. Ihr braucht ein anderes System. Das möchte ich nicht. Und eine Entlarvung. Und Herr Cosmi, Sie haben es doch selbst entlarvt. Sie haben gesagt,
wenn wir den Leuten oder diesen Ländern ein System überstülpen möchten, müssen wir die Leute mitnehmen. Ich möchte niemanden auf dieser Welt ein System überstülpen. Ich möchte mich nicht in die Geschicke anderer Länder einmischen. Das maße ich mir nicht an, aber das machen Sie. Und das ist der große Unterschied. Wir als AfD und ich als Ulrich Siegmund stehe für deutsche Interessen ein, Herr Kosmil. Und das unterscheidet uns von Ihnen.